Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute gibt es ein kleines Thema, was viele C4 Korvetten betrifft. Hier seht ihr einen 95er von mir und ja, ich wollte euch das mal zeigen. Ich denke, das betrifft viele von euch C4-Fahrern. Und zwar haben die Probleme hier mit den Door Panels. Und zwar gehen diese Door Panels hier oben immer an der Kante drüber und dann ja, rappeln die, wackeln die. Das ist jedes Mal, wenn man die Tür öffnet und schließt, total blödes Geräusch. Und ja, man merkt halt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich werde euch zeigen, was man machen kann. Also man kann natürlich neue Door Panels kaufen. Original gibt es die natürlich nicht mehr, das sind alles Repros. Die sind natürlich inklusive Versand nach Deutschland schweineteuer. Da ist man natürlich weit über 1000 Euro los. Kommt man nicht mit hin. Vor allem nicht, weil man meistens natürlich beide machen muss. Und ja, ich zeige euch, was man machen kann. Also als Reparaturlösung. Das ist natürlich jetzt nur eine zeitwertgerechte Reparatur, aber es funktioniert. Und ja, die Türverkleidung ist danach wieder fest. Okay, dann geht's mal los an die Arbeit. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Sehen, hier oben sieht man diese Lippe. Dort ist die Türverkleidung eingehangen. Und ich lege die mal gerade hier aufs Auto. Und dann zeige ich euch auch die Problematik. Und zwar hier diese Kante, die hakt sich nämlich bei den C4 Korvetten hier oben an diese Kante ein. Und ja, über die letzten 30 Jahre passiert es einfach so, dass der Kunststoff spröde wird. Das sieht man hier, hier bei diesen Verstärkungsrippen. Und dann biegt sich hier dieses ganze Teil ein Stück nach oben und hält dann eben nicht mehr an der Kante dort oben. Und wenn man das reparieren will, gibt es wie gesagt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr kauft euch zwei neue Türverkleidungen, die müssen natürlich genau in der richtigen Farbe sein, die müssen aus Amerika hier hinkommen mit Zoll, mit Versand. Die müssen auch beschädigungsfrei hier ankommen. Das Ganze funktioniert auch nicht immer. Deswegen zeige ich euch jetzt eine zeitwertgerechte Reparatur des Ganzen. Man kann zum einen hier diese Kante ein bisschen erhöhen, indem man dort einen kleinen Winkel anschraubt. Und ja, dadurch wird halt die Türverkleidung daran gehindert, da drüber zu hüpfen. Und die andere Variante ist, indem man hier das Ganze jetzt wieder runterdrückt und dann entsprechend verstärkt. Das kann man mit Polyesterharzmatten machen. Manche machen das auch mit Kabelbindern, die ziehen das dann runter. Also es gibt die beiden Varianten, entweder Polyesterharz oder Kabelbinder. Wir probieren jetzt mal aus, was funktioniert. Hier sieht man jetzt, wie ich das Ganze mit den Kabelbindern gespannt habe. Das ist dafür da, um hier diese Kante ein Stück nach unten zu kippen. Hier ist enorm Spannung drauf und hier diese Verstärkungsrippen sind ja wie gesagt gebrochen. Ich hatte zuerst versucht hier zu bohren, aber das bricht sofort weg, weil das ganze Material spröde geworden ist. Deswegen habe ich jetzt hier oben gebohrt, um mehr Hebel zu haben, hier mit den Kabelbindern. Die Kante kommt jetzt ein gutes Stück nach unten, also so circa einen halben Zentimeter. Und ich werde das Ganze jetzt mit Polyesterharz und Matten verstärken. Also das ist hier mit sowas dann. Damit diese Verstärkungsrippen Stabilität bekommen und das Ganze dann von alleine hält. So sieht das Ganze jetzt mit einer Kombination aus Polyesterharz und Glasfasermatten aus. Ist natürlich nicht wirklich schön, aber es wird halt steinhart und letztendlich guckt man ja sowieso nicht hinter eine Türverkleidung.
Deswegen geht es hier halt um die Funktion und wenn die gewährleistet ist, dann bin ich auch zufrieden. Und der Hintergrund, dass man da Glasfasermatten nimmt, ist, dass das für eine zusätzliche Verstärkung ist. Also nur mit Harz alleine würde das Ganze niemals halten. Und ich wiederhole das jetzt an allen Verstärkungsrippen, die von diesem Bruch betroffen sind. Also noch hier, hier und eventuell noch hier. Ja, nachdem das Ganze dann getrocknet ist, kann man dann die Kabelbinder lösen. In der Hoffnung, dass sich da dann auch die Kante nicht mehr weiter nach oben bewegt. Sieht aber ganz gut aus. Dann kann man hier noch die losen Reste ablösen. So. Und natürlich hier diese Halteschraube wieder durch die originale Schraube ersetzen. Ich habe jetzt zu dem Ganzen hier an der Türverkleidung habe ich noch einen kleinen Winkel gebaut, den ich hier zu diesem Anti-Rattle-Cushion angeschraubt habe. Das hat folgende Bewandtnis: Dieser kleine Winkel, der ist ein kleines bisschen, vielleicht 2 mm höher wie die originale Kante. Und ich nehme jetzt mal hier die Verkleidung, wo das Ganze hier verstärkt ist. Und ich gehe davon aus, dass die Kombination aus den beiden Sachen jetzt dafür sorgt, dass die Lippe dann auch hält. Weil diese Türverkleidung wird jetzt genommen und wird hier oben dann eingehangen. Und man muss darauf achten, dass die sowohl vorne als auch hinten sich einhakt. Und zumindest hier jetzt in der Trockenübung sieht das Ganze ganz gut aus. Ich schraube das jetzt an und dann hoffe ich, dass ich das Thema hier mit dieser Reparatur beendet habe.